Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Urangst vorm Verletztwerden mit ihrem Angstmerkmal Hochmut nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke erklären. Deine Urangst ist sehr wichtig, weil sie für dich sowohl Hemmnis als auch Wachstumsmotor bedeutet. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und mein Einführungsvideo in die Urängste anzuschauen. Das Angstmerkmal Hochmut ist das sechste der 7 Angstmerkmale. Weil es sich in der Spalte der Energie 6 befindet, gehört es zur inspirierenden, leidenschaftlichen und priesterlichen Grundenergie 6. Es liegt genauso wie das gegenteilige Angstmerkmal Selbstverleugnung auf der Inspirationsebene. Bei diesem Angstmerkmal geht es somit um Gefühl und Intuition. Alle Archetypen der Energien 5, 6 und 7 sind männlich, also ist das Angstmerkmal Hochmut der männlichen Dualität zugeordnet. Ich habe das Video wie folgt gegliedert. Zunächst werde ich Fakten zum Angstmerkmal Hochmut erläutern. Danach werde ich auf die Pole, das befreite Potenzial und die 3 häufigsten Untertypen eingehen. Zum Abschluss werde ich die 6 Kombinationen der Hauptangst Hochmut mit den Nebenängsten zusammenfassen und Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit dieser Urangst geben. Nun möchte ich ein paar Fakten zum Angstmerkmal Hochmut ausführen. Interessiert dich dein Angstmerkmal, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Priester, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form durch den Hochmut angesprochen fühlen. Er ist ja der Priesterenergie 6 zugeordnet. Die Urangst vor Verletzung ist die Angst vor körperlichen, geistigen und psychischen Verwundungen. Menschen mit der Urangst vor Verletzung empfinden nicht körperliche Kränkungen als genauso schmerzhaft, bedrohlich und lebensgefährdend wie körperliche Verletzungen. Sie wären am liebsten unverwundbar. Deswegen versuchen sie zukünftigen Verwundungen zu entgehen. Aus diesem Grund neigen sie dazu, sich zu erhöhen und sich als etwas Besseres als ihre Mitmenschen darzustellen. Sie halten sich für klüger, sensibler und einsichtiger als alle anderen. Ein solches Verhalten würden viele als hochmütig bezeichnen, und deswegen heißt das Angstmerkmal der Urangst vor Verletzung auch Hochmut. Die Überlegenheitsgefühle können dadurch begünstigt werden, dass die Menschen sich für reine, unschuldige und engelsgleiche Wesen halten, die sich auf die Erde verirrt haben. Menschen mit dieser Urangst sehnen sich danach, Verletzungen einfach wegstecken zu können und vieles nicht mehr fühlen zu müssen. Sie könnten auf Kränkungen mit heftigen Abwehrmechanismen reagieren. Zudem besitzen sie meist eine übermäßig große Empathie und eine Art Abtastvermögen, mithilfe dessen sie Verwundungen bereits im Voraus erahnen und ihnen ausweichen können. Das Angstmerkmal Hochmut besitzt den Minuspol selbstgefällig und den Pluspol Stolz. Menschen, die sich in ihrem Minuspol selbstgefällig befinden, richten ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich selbst. Sie sehen nur ihren Standpunkt und ihre Interessen. Deswegen fühlen sie sich in Konflikten mit ihren Mitmenschen immer im Recht. Die Menschen in diesem Minuspol sind nicht fähig, die Empfindungen und Ansichten anderer wahrzunehmen. Darüber hinaus sind nur sie feinfühlig genug, um die Wahrheit zu erkennen. Sie halten sich selbst für etwas Besseres als andere. Oftmals kommen sie nicht einmal auf die Idee, sich überhaupt mit anderen zu vergleichen. Menschen in diesem Minuspol gefällt es, anderen nicht verzeihen zu können. Menschen im Pluspol Stolz verschanzen und verbergen sich hinter ihren Schutzmauern. Sie brechen den Kontakt mit Menschen ab, die ihnen Verletzungen zugefügt haben. Dadurch bestrafen sie diese mit Abweisung und Rückzug. Anschließend bilden sie sich ein, ihr Stolz verbiete es, wieder mit ihnen Kontakt aufzunehmen.
Sie könnten auch zur Auffassung kommen, dass die anderen Personen den ersten Schritt machen müssen. Gehen die Mitmenschen aber auf sie zu, werden sie diese vermutlich zurückweisen. Die Menschen halten ihren angstgeprägten Stolz für eine Tugend und könnten ihn mit Würde verwechseln. Er schadet ihnen aber und verhindert, dass sie vergeben, verstehen und über die Verletzungen reden können. Den Grund für den Rückzug kennen die Mitmenschen oftmals nicht. Durch Reflexion und Abbau der Angst entsteht aus dem Angstmerkmal Hochmut ein Wachstumspotenzial, das sogenannte befreite Potenzial. Ich zitiere die Quelle. Im Hochmut ist eine hohe Durchlässigkeit gebunden, die jedoch nicht mehr nur zum schmerzhaften Nachteil gereicht, sondern zum Nutzen des Betreffenden und zum hohen Nutzen der Mitmenschen eingesetzt werden kann. Eine mediale Empfänglichkeit wird sich wie von selbst einstellen, wenn der Hochmütige die Schranken, Wände und Mauern, die er durch Stolz und Selbstgefälligkeit um sich errichtet hat, hinter sich lässt. Er kann sie allerdings nicht einfach niederreißen oder durchbrechen. Er muss selbst hinter ihnen hervortreten und seine Hände zum Leben, zur Umwelt, zum Mitmenschen ausstrecken. Dann wird er gleichzeitig spüren, wie die Verletzlichkeit, die ihn stets so gepeinigt hat, sich in eine hohe, vibrierende Empfindsamkeit verwandelt. Sie gestattet ihm die unendliche Bereitschaft des Göttlichen, den Menschen verzeihend anzunehmen, auch auf sich selbst niederströmen zu lassen. Jetzt kann auch der Hochmütige vergeben und verzeihen, ohne dass sein natürlicher Stolz und sein liebevolles Gefallen an sich selbst dadurch behindert werden. Zitat Ende. Da alle Menschen unterschiedlich sind, äußern sich auch die Angstmerkmale bei jedem Menschen anders. Wenn du sehr schüchtern bist und ungerne redest, wird sich der Hochmut bei dir anders auswirken, als wenn du nach Kontakten suchst und sehr kommunikativ bist. Die unterschiedlichen Ausprägungsformen des Hochmuts können systematisiert und zu Untertypen zusammengefasst werden. Im Folgenden werde ich dir die häufigsten Untertypen des Angstmerkmals Hochmut erläutern. Sie heißen der Hochnäsige, der Racheengel und das Sensibelchen. Fangen wir mit dem Hochnäsigen an. Der Hochnäsige hält sich für etwas Besseres als seine Mitmenschen. Er ist klüger, talentierter und gebildeter. Dies trägt er nach außen und erzählt von seinen herausragenden Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Begabungen. Der Hochnäsige zeigt den Mitmenschen, dass er ihnen überlegen ist. Er macht sie klein und vermittelt ihnen Minderwertigkeitsgefühle. In Gesprächen neigt er dazu, andere abzuwerten, zu beleidigen, zu verletzen und destruktiv zu kritisieren. Selbst wenn er nicht spricht, besitzt er eine herablassende Ausstrahlung. Die Mitmenschen ziehen sich häufig von ihm zurück. Der Hochnäsige hat vermutlich nur sehr wenige bis gar keine engen Freunde. In Partnerschaften könnten sich die Gegenüber auf Dauer zurückgewiesen fühlen und auf Distanz gehen. Mögliche Erkennungsmerkmale des Hochnäsigen sind sein emotional unbewegtes und maskenhaftes Gesicht, sein Hang zu Ästhetik, Kunst und Literatur und sein perfekt aufgestyltes Erscheinungsbild. Stark problematische Ausprägungen des Hochnäsigen sind psychosomatische Hautbeschwerden, ein kompletter Rückzug von der Außenwelt und Panikattacken. Der zweite Untertyp des Angstmerkmals Hochmut ist der Racheengel. Der Racheengel wandelt seine erlittenen Verletzungen in Aggressionen, Wut und Zorn um. Nimmt er eine Aussicht auf Rache wahr, reagiert er sofort. Ansonsten zieht er sich zurück und bricht den Kontakt ab. Er wartet ab und tut so, als ob nichts passiert wäre. Hat er eine Schwachstelle seines Feindes erkannt, zögert er nicht lange und übt Vergeltung an ihm.
Bei jüngeren Seelen beinhaltet die Rache häufig die Schädigung von Wertsachen, Vermögen und Gesundheit der anderen, bis hin zum Mord. Verfahren wird hier nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Bei älteren Seelen ist die Rache oft eher subtiler. Nach dem Vollzug des Aktes verbleibt das Gefühl eines inneren Friedens. Die Mitmenschen wissen oft nicht einmal, durch was sie die Rache auf sich gezogen haben. Mögliche Erkennungsmerkmale des Racheengels sind körperliche Vitalität, Freude am Wettkampf und Rachefantasien. Stark problematische Ausprägungen des Racheengels sind das Begehen von schädigenden Handlungen und Straftaten und die Vorstellung, von Satan oder Dämonen besetzt zu sein. Der dritte Untertyp des Angstmerkmals Hochmut ist das Sensibelchen. Das Sensibelchen besitzt eine durchlässige, zarte, empfindliche und verletzliche Ausstrahlung. Es benutzt seine sensible Wirkung als eine Art Schutz. Damit möchte es mögliche Konflikte und Verletzungen im Vorhinein verhindern. Das Sensibelchen könnte dazu neigen, sich von den Mitmenschen zurückzuziehen und jeglichen Kontakt zu meiden. Es fordert Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme von anderen ein. Zudem versucht es, mögliche Bedrohungen vorauszuahnen, um sich sofort zurückziehen und schützen zu können. Das Sensibelchen ist stolz auf seine Empfindlichkeit. Deswegen wird es vermutlich auch keine Hilfestellungen in Anspruch nehmen, um mit seiner Sensibilität besser klarkommen zu können. Die Empfindlichkeit zeigt sich auf der körperlichen Ebene durch die Reizbarkeit der Sinne, Allergien und Nervenleiden. In der Vergangenheit könnte das Sensibelchen häufig eine Außenseiterrolle eingenommen haben. Mögliche Erkennungsmerkmale des Sensibelchens sind seine zerbrechliche Ausstrahlung, durchscheinende Haut und Überempfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie Wetter und Krankheiten. Stark problematische Ausprägungen des Sensibelchens sind Menschenscheu, psychosomatische Erkrankungen und Waschzwänge. Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob du dich dem Hochmut und einem Untertypen zugehörig fühlst. Schreibe gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Als nächstes werde ich die Hauptangst Hochmut zu den möglichen Nebenängsten in Beziehung setzen. Sie hat nämlich für jede der gewählten Nebenängste eine unterschiedliche Ausprägung. Deswegen fasse ich im Folgenden die 6 verschiedenen Kombinationen mit der Nebenangst zusammen. Also mit Selbstverleugnung, Selbstsabotage, Märtyrertum, Starrsinn, Gier und Ungeduld. Hast du deine Hauptangst bereits identifiziert, kannst du möglicherweise deine Nebenangst durch die Schilderungen der Hauptangst-Nebenangst-Beziehungen reflektieren. Als erstes gehe ich auf die Kombination aus der Hauptangst Hochmut und der Nebenangst Selbstverleugnung ein. Diese besteht aus den beiden gegensätzlichen Energien der Inspirationsebene. Die Menschen haben sowohl Angst vor Verletzung als auch Angst vor Versagen. Der Hochmut führt zu einer Überhöhung des eigenen Selbst. Die Selbstverleugnung bewirkt eine Erniedrigung und ein Gefühl der Unfähigkeit. Dadurch befürchten die Menschen, sowohl aufzufallen als auch nicht aufzufallen. Sie versuchen, Gefahren für ihr Selbstbild vorauszuahnen, vorauszuspüren und sie im Vorhinein zu umgehen. Die Menschen kann man schon durch harmlose Kränkungen schwer beleidigen. Es kostet sie viel Kraft, mit den daraus entstehenden Wunden klarzukommen, sie zu verdrängen oder zu behandeln. Hauptangst Hochmut und Nebenangst Selbstsabotage ist die zweite Kombination. Menschen mit dieser Angstkombination haben Angst vor Verletzung und Lebensfreude. Sie könnten dazu neigen, sich ihr Leben zu verderben. Beispielsweise könnten sie ihren Erfolg und ihre Beziehungen sabotieren.
Sie verstärken ihre Angststruktur, indem sie sich einreden, ihre Probleme wären schicksalshaft und können nicht geändert werden. Es ist möglich, dass sich die Menschen als eine Art Sündenbock des Göttlichen betrachten. Sie könnten zur Auffassung kommen, dass sie zum Misserfolg auserwählt wurden. Die dritte Kombination ist Hauptangst Hochmut und Nebenangst Märtyrertum. Die Menschen empfinden Angst vor Verletzung und Angst vor Wertlosigkeit gleichzeitig. Das Märtyrertum bewirkt in ihnen die Tendenz, sich für andere aufzuopfern und für sie zu leiden. Durch den Hochmut glauben sie, mehr Selbstverletzung als andere auf sich nehmen zu können. Auf der einen Seite wollen sich die Menschen aus der Gemeinschaft zurückziehen. Auf der anderen Seite verspüren sie aber den Drang, sich als jemand anzubieten, den man schlecht behandeln kann. Werden sie dann misshandelt, getreten oder verraten, fühlen sie sich in ihren Ansichten bestätigt, dass die Welt ein schlechter Ort ist. Ihnen wird nicht klar, dass die Situation durch eine selbsterfüllende Prophezeiung hervorgerufen wurde. Ihr aufopferndes Verhalten führt vermutlich zu keiner herzlichen Dankbarkeit der Mitmenschen, weil ihr Handeln herablassend wirkt und sie Bedürfnislosigkeit heucheln. Hauptangst Hochmut und Nebenangst Starrsinn ist die vierte Kombination. Die Menschen empfinden Angst vor Verletzung und Angst vor Veränderungen. Sie sind so ordentlich und organisiert wie möglich. Dadurch erhöhen sie sich über andere. Zudem möchten sie als Vorbild für ihre Mitmenschen wirken. Im Zuge dessen belehren sie diese, wie sie sich am besten zu verhalten haben. Die Menschen mit dieser Kombination sind auch sehr streng gegenüber sich selbst und machen sich reichlich Vorwürfe. In Beziehungen neigen sie zu eifersüchtigem und kontrollierendem Verhalten. Dahinter steckt meistens eine tiefe Unsicherheit. Die fünfte Kombination besteht aus der Hauptangst Hochmut und der Nebenangst Gier. Hier mischt sich die Angst vor Verletzung mit der Angst vor Mangel. Die Menschen stellen hohe Ansprüche auf die Qualität ihrer mitmenschlichen Beziehungen. Sie benötigen viel Aufmerksamkeit, möchten im Mittelpunkt stehen und geachtet werden. Darüber hinaus sollen andere sie sehr achtsam behandeln. Diejenigen Menschen, die ihren Ansprüchen nicht genügen, werden verstoßen. Die Menschen hätten gerne eine große Anhängerschaft, die sie für ihre Außergewöhnlichkeit preist und lobt. Die letzte Kombination ist Hauptangst Hochmut und Nebenangst Ungeduld. Die Menschen haben Angst vor Verletzung und Zeitversäumnis gleichzeitig. Sie sind wichtigtuerisch, ehrgeizig und angespannt. Darüber hinaus möchten sie möglichst schnell und effizient sein. Sie sind auch intolerant denjenigen gegenüber, die nicht so zielgerichtet und effektiv wie sie sind. Ihnen wird selten bewusst, dass sie die Mitmenschen verletzen, wenn sie ihnen Unfähigkeit vorwerfen. Sie versuchen, sich selbst und andere unter Druck zu setzen und anzutreiben. Zudem haben sie Probleme, mit denjenigen Menschen Zeit zu verbringen, die sich Ruhezeiten gönnen und nicht in ihrem Tempo voranschreiten. Wird ihnen mangelnde Effizienz vorgeworfen, sind sie zutiefst verletzt. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Hauptangst Hochmut sind Hildegard von Bingen, Johann Wolfgang von Goethe und Alice Schwarzer. Und 3 Beispiele für die Nebenangst Hochmut sind Josef Ratzinger, Franz Beckenbauer und Hillary Clinton. Damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du das Angstmerkmal Hochmut hast oder es zu haben glaubst, welche Erfahrungen du bis jetzt mit dem Hochmut gesammelt hast, wie du dieses Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Urängsten empfehle ich das Buch Die 7 Archetypen der Angst von Wada Hasselmann und Frank Schmolke.
Zur Erkundung deiner Angstmerkmale bietet sich das Archetypenhandbuch an. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Die Webseite www.seelenakademie.org enthält weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoike anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.